Beim Lernen einer neuen Sprache gibt es ein Problem, das wohl jeder kennt. Die Suche nach Motivation. Es ist dieses ständige Gefühl, endlich anzufangen oder weiterzumachen, aber irgendwie kann man sich einfach nicht aufraffen. Dazu kommt die Angst, Fehler zu machen und die Suche nach der perfekten Struktur, wo du jeden Tag exakt gesagt bekommst, was du tun musst, um sicher zum Ziel zu kommen. Wenn du das kennst, perfekt, weil das sind die besten Zeichen, dass du ab jetzt echte Fortschritte machen kannst, ohne zusätzliche Lehrzeit. In diesem Video zeige ich dir in 7 großen Schritten, wie genau du das anstellst. Der Trick: mach nichts Neues, stell nur die Sprache um. Denn es ist einfach so, wir lieben Streaks, Punkte, Multiple Choice. Es geht einfach, schnell, fühlt sich nach Fortschritt an, macht Spaß und gibt dir dadurch ein schnelles Glücksgefühl. Doch sobald die Antwortmöglichkeiten weg sind, hakt's. Echte Inhalte wie Bücher und Serien in deiner Zielsprache bleiben hart. Doch hier die gute Nachricht: Das Problem ist nicht deine mangelnde Motivation, das Problem ist, dass du dich zu Dingen motivierst, die dein Sprachverständnis nicht voranbringen. Doch weißt du, was der beste Lehrer ist? Deine Hobbys. Denn hier besitzt du bereits echtes Interesse und verbindest Emotionen damit. Beides Dinge, die den Spracherwerb extrem beschleunigen. Deswegen änderst du ab heute nicht, was du tust, sondern nur die Sprache, in der du es tust. YouTube, Serien, Spiele, Social Media, Bücher, gleiche Gewohnheiten, andere Sprache. Stellst du deine Alltagsgewohnheiten auf deine Zielsprache um, dann nennt man das in der Sprachwissenschaft Immersion. Du umgibst dich also mit der neuen Sprache. Das einzige Hilfsmittel, das du dafür benötigst, ist ein Wörterbuch. Der Ablauf: zurücklehnen und lesen. Einziger Unterschied: kennst du ein Wort nicht, schlägst du nach, was das bedeutet. Und das geht dank moderner Technik mit nur einem einzigen Klick. Und damit das nicht zu schwer wird, nutzen wir Maximum Viable Immersion, die größte funktionierende Dosis Immersion, die sofort Ergebnisse bringt. Es gibt hier für jeden etwas, ganz egal ob blutiger Anfänger oder Veteran. Deswegen finden wir jetzt erstmal heraus, was der richtige Einstieg für dich ist. Einstieg 1: I+1 Stacks. Du fühlst dich ohne Anleitung zu unsicher und willst einen komplett durchstrukturierten Pfad? Dann musst du wissen, dass wir neue Vokabeln am besten mit Sätzen lernen, indem wir bloß ein einziges Wort nicht verstehen. Darauf basierend kannst du nach und nach eine Sprachtreppe hochsteigen. Speziell für dieses Unterfangen gibt es heutzutage sogenannte I+1 Vokabeldecks. Such dir eines davon in deiner Zielsprache und leg los. Manche Apps liefern sogar direkt eins mit, dazu später mehr. Es ist zudem wichtig, dass du die Sätze dazu hörst, wie sie von Muttersprachlern ausgesprochen werden, damit du ein Gefühl für die richtige Aussprache bekommst. Falls dein bevorzugtes I+1 Stack die nicht direkt mitliefern sollte, kannst du dir behelfen, indem du deine Zielsprache erstmal eine ganze Weile lang bloß anhörst. Lass einfach im Hintergrund Musik oder Videos in dieser Sprache laufen, während du deinem Alltag nachgehst und zum Beispiel aufräumst oder Sport machst. Einstieg Nummer 2: Werke für Kinder. Nutze Kinderserien oder Bücher mit Zielsprachenton und Zielsprachenuntertitel bzw. Text. Die sind perfekt, um einzusteigen, falls du sofort einfache Geschichten lesen willst oder einfach kein I+1 Stack für deine Zielsprache existiert. Zudem sind sie ein guter nächster Schritt, falls du einen I+1 Stack bereits abgeschlossen hast. Einstieg Nummer 3: Normale Werke. Die bisherigen Methoden klingen zu langweilig oder anspruchslos für dich? Dann lernst du womöglich mit schwierigeren, dafür aber spannenderen Werken besser. Dabei ist es auch egal, ob du bereits Vorkenntnisse besitzt oder nicht. Wenn dich zum Beispiel eine spannende Serie so sehr interessiert, dass du dafür auch gerne mal einen Satz länger beackerst, bis du ihn verstehst, dann kann sich das durchaus lohnen. Ansonsten sind normale Medien der nächste logische Schritt, wenn dich Kinderwerke nicht mehr fordern. Der Spracherwerb wird natürlich nicht immer reibungslos verlaufen, deswegen richtest du dich nach den Anti-Frust-Regeln. Etwas nicht verstehen ist kein Problem. Gerade zu Beginn ist grobes Verständnis sowieso viel wichtiger, als jedes einzelne Detail zu erkennen. Wenn du frustriert wirst, mach eine Pause. Denke daran: Sprache ist willkürlich, das heißt, sie folgt nicht immer einer konsequenten Logik. Außerdem wird Sprache erworben und nicht erlernt. Entsprechend geht es nicht darum, dass du hier jede Grammatikregel nachvollziehen musst. Und schließlich:
Wenn du merkst, dass dir etwas viel zu schwer wird, ist es kein Problem, einfach mal einen Gang zurückzuschalten und dich wieder mit etwas einfacherem zu beschäftigen. Damit es wirklich leicht bleibt und auch deine Einstiegshürde gering, fang mit wenig an. Die kleinsten Einheiten über den Tag verteilt können sich zu Stunden summieren. Du hast 5 Minuten? Dann nimm einfach dein Handy und lese etwas oder gehe Vokabelkarten durch. Und damit du direkt dran bleibst, habe ich einige Mikro-Challenges für dich, an denen du dich am besten direkt heute Abend versuchst und die du dann täglich wiederholst. Schau einfach nach, wie weit du kommst. Ich blende sie dir hier jetzt einfach mal ein und du siehst, es geht wirklich sehr einfach los mit Dingen wie verstehe einen Satz. Der Sinn ist, dass die Einstiegshürde hier sehr gering gehalten wird und du dir einfach sagst, na so viel kann ich ja mal machen. Aber wenn du dann einmal angefangen hast, wirst du ja sagen, gut, jetzt kann ich auch noch die nächste Challenge machen. So wirst du sehen, dass der gesamte Ablauf wesentlich unkomplizierter ist, als du ihn dir vielleicht vorstellst. Aber vielleicht lernst du ja bereits mit Mikro-Challenges. Wenn ja, dann schreib einfach deine unten in die Kommentare. Vokabelkarten und Fortschrittsmessung. Digitale Vokabelkarten können eine ganz besondere Form der Motivation sein, denn sie liefern dir Statistiken zu deinem Lernfortschritt. Dazu zählen Dinge wie gut merkst du dir die Karten? Wie viele neue Vokabeln lernst du täglich? An wie vielen Tagen im Jahr hast du gelernt? Wie viele Wörter kennst du bereits? Bei der Jahresübersicht würde jeder Tag, an dem du gelernt hast, farbig markiert. Ich selbst bin ehrlich gesagt nicht so der Typ dafür, wie du hier auch an meinen eigenen Statistiken sehen kannst. Aber ich kenne sehr viele richtig effektive Sprachlerner, die lieben es einfach, Zahlen zu vergrößern oder Dinge zu vollenden. Ein Tag, an dem sie nicht gelernt haben, das sieht man in der Statistik und das geht einfach nicht. So ein Manko wollen sie instinktiv um jeden Preis verhindern. Hier sind für Sprachlerner 2 Apps besonders wichtig. Anki, der Klassiker unter den Apps für digitale Karteikarten, der aber ein wenig Einarbeitung erfordert. Hier kannst du wirklich jedes noch so kleine Detail nach deinen persönlichen Wünschen anpassen. Und dazu gibt es Nutzererweiterungen mit noch mehr motivierenden Features. Pokémon trainieren, indem du Vokabeln lernst? Das geht, aber erzähl bloß Nintendo nichts davon. Megaku, ein komplett vorgefertigtes Paket, bei dem du dich um nichts weiter kümmern musst und das neben den Vokabelkarten noch eine Menge andere Sprachlernfunktionen für die hier vorgestellte Methodik liefert. Die App besitzt für einige Sprachen gar eins der anfangs erwähnten I+1 Vokabeldecks für den Einstieg. Dafür ist es kostenpflichtig. Aber mit meinem Link, den du auch nochmal unten in der Videobeschreibung findest, kannst du sparen, wenn du dich noch während der 10-tägigen kostenlosen Testphase für ein Abo oder Lifetime-Account entscheidest. Allerdings solltest du auch die Limits von Vokabelkarten kennen, weil die können natürlich sehr motivierend sein, aber auch zu einer hinterhältigen Falle werden, wenn du plötzlich die Vokabelkarten über das eigentliche Lernen stellst. Der Grund? Laut Sprachwissenschaftler Paul Nation müssen wir neue Wörter in ungefähr 12 verschiedenen Kontexten erkennen, bevor wir sie uns wirklich einprägen. Vokabelkarten liefern dir einen. Sieh sie deswegen als unterstützendes und motivierendes Hilfsmittel zum eigentlichen Lernen an, der Immersion. Die brauchst du so oder so, weil aus den Medien in deiner Zielsprache erstellst du ja deine neuen Vokabelkarten. Der Kampf gegen Social Media. Heutzutage gibt es mit Social Media sehr viel leicht verfügbare Ablenkung, aber das kannst du dir zunutze machen, indem du Folgendes tust. Schnapp dir jetzt dein Handy und erstelle ein neues Profil, das du auf die Sprache umstellst, die du lernen willst. Nun kannst du dich entscheiden. Du kannst dieses Profil entweder komplett frei von allen ablenkenden Apps halten und nur die installieren, die du lernen willst, oder aber du trickst dich selbst aus. Installiere die Social Media Apps, die du regelmäßig nutzt, aber erstelle in jeder einen neuen Account. Als nächstes stellst du die Sprache der Apps selbst bzw. des Accounts auf deine Zielsprache um. Und nun suchst du sofort Videos, Profile und andere Accounts in deiner Zielsprache. Die abonnierst du dann sofort. Denn du willst den Algorithmus dazu bringen, dir bloß noch Inhalte in deiner Zielsprache anzuzeigen. Zudem kann ein VPN dabei helfen, dass sich die Apps in einem anderen Land vermuten. Dann sind sie noch eher dazu geneigt, dir bloß zu zeigen, was die Einheimischen dort ansehen. Ich selbst nutze dafür am liebsten ProtonVPN, was ich erneut unten in der Beschreibung verlinkt habe.
Und hier noch ein Geheimtipp, falls du deine Social Media Zeit an sich reduzieren willst, ohne sie komplett zu entfernen. Geh in die Einstellungen deines Handys und such hier nach den Bedienhilfen. Dort gehst du dann in das Menü für die Farbeinstellungen und aktivierst den Graustufenmodus. Das klingt jetzt nach keiner sehr großen Änderung, aber du wirst merken, wie viel besser du dich darauf konzentrieren kannst, weil du nicht so leicht durch Farben abgelenkt wirst. Social Media und Co. erscheinen dadurch viel langweiliger und du wirst nicht mehr so viel Zeit mit denen verbringen. Damit hast du ein sich durch positive Emotionen verstärkendes Lernsystem, das du selbst auf dich zugeschnitten hast und das auch direkt in deinen Tagesablauf integriert ist. Verabschiede dich von der gedanklichen Schranke, das sei zu schwer. Du wirst definitiv Sätze sehen, die du nicht verstehst. Aber das Problem hast du immer, selbst dann, wenn du mit Lehrbüchern lernst oder einen Sprachkurs besuchst. Der einzige Unterschied zu diesen vermeintlich strukturierteren Lernmethoden ist, dass du die Vokabeln in deinem System selbst nachschlägst, anstatt dass sie mitgeliefert werden. Hilfsmittel nutzen. Nun müssen wir noch ein großes Problem aus der Welt schaffen, das schnell ein Motivationskiller werden kann. Wörter nachschlagen? Das ist Aufwand und kostet Zeit. Deswegen ist es wichtig, dass du dir jetzt einmal die Zeit nimmst, um diesen Vorgang so simpel wie möglich zu gestalten. Dafür gibt es Hilfsmittel, dank denen du eine Übersetzung mit bloß einem einzigen Klick bekommst, anstatt sie erst umständlich in eine Suche eingeben oder gar im Wörterbuch blättern zu müssen. Ich sagte vorhin ja bereits, dass Migaku auch andere Sprachlernfunktionen hat. Das ist eine davon. Du kannst YouTube und andere Webseiten innerhalb der App nutzen und dir dort dann mit einem einzigen Klick eine Übersetzung anzeigen und kontextualisierte Vokabelkarten erstellen lassen. Auf dem PC klappt das sogar mit Netflix und Disney+. Während ich Migaku wirklich für die beste Wahl halte, so ist die Auswahl der Sprachen dort aber doch sehr überschaubar und neue werden bloß langsam hinzugefügt. Sollte es deine Zielsprache noch nicht unterstützen, kannst du auf LingQ ausweichen. Meldest du dich dort über den Link in meiner Beschreibung an, bekommst du 100 Münzen zum Nachschlagen kostenlos, womit du die App ausführlicher testen kannst. Der Vorteil von LingQ: Es unterstützt wesentlich mehr Sprachen als Migaku und gibt dir zudem direkt eine Vorauswahl an Videos und Geschichten, mit denen du direkt loslegen kannst. Der Nachteil: Es ist umständlicher zu nutzen und automatisiert manchmal die Übersetzungen, was zu Fehlern führen kann. Eine kostenlose Alternative zu Migaku und LingQ ist die Browsererweiterung Yomitan. Hier musst du aber selbst eine kompatible Wörterbuchdatei für deine Zielsprache finden. In der Beschreibung habe ich eine Sammlung von solchen Wörterbüchern verlinkt. Umfang und Qualität schwanken aber je nach Sprachkombination. Bonus: Wörterbücher im Yomitan-Format kannst du auch in Migaku importieren. Deinen persönlichen Lernrhythmus finden. Jetzt ist Motivation natürlich sehr individuell und schwankt auch. Deswegen solltest du dir auch ein wenig Routine erschaffen. Überlege dir, wann genau du feste Lernzeiten etablieren kannst. Da du viele deiner Gewohnheiten einfach in einer Fremdsprache angehst, wird das leichter sein, als du denkst. Während dem Frühstück 10 Minuten am Handy rumscrollen und Wörter anklicken? Die Bahnfahrt nutzen, um ein YouTube-Video zu schauen? In der Pause einen kurzen Artikel lesen? All das ist plötzlich deine Sprachlernzeit und summiert sich über den Tag. Ehe du dich versiehst, lernst du plötzlich mehrere Stunden am Tag, obwohl du zuvor vielleicht gemeint hast, eigentlich überhaupt keine Zeit dafür zu haben. Du kannst dieses System aber auch disziplinierter nutzen. Vielleicht hast du schon mal von der Pomodoro-Methode gehört, die darauf abzielt, Einstiegshürden in eine Aufgabe zu überwinden. 25 Minuten lang etwas machen, gefolgt von einer kleinen Pause von etwa 5 bis 10 Minuten. Du musst hierbei auch nicht absolut perfekt sein. Routinen können schwanken. Ziele auf 100% ab, aber sei nicht enttäuscht, wenn du bloß 80 schaffst. Auch das ist großartig. Entscheidend ist nur eine gewisse Regelmäßigkeit. Pausentage können gar dabei helfen, das Gelernte zu festigen. Oft verstehst du hinterher viel mehr als vorher, obwohl du eigentlich gar nichts gemacht hast. Es gibt wirklich Tage, an denen prügel ich mich durch sonst was für komplizierte Textwüsten und habe das Gefühl, überhaupt nichts zu verstehen. Wenn ich dann aber nach einer Pause zu so einem Text zurückkehre, sind die einstigen Barrieren plötzlich wie von selbst zusammengefallen. Du solltest nicht gerade wochenlang Pause machen, aber einige Tage schaden dem Lernfortschritt nicht. Im Gegenteil, sie können sogar helfen. Fortschritt erkennen. Jetzt ist noch wichtig, dass du dir deine Fortschritte vor Augen hältst. Denn du bekommst beim Lernen einer Fremdsprache vergleichsweise selten Feedback. Dadurch merkst du selbst oftmals gar nicht, wie sehr du dich in Wirklichkeit verbessert hast.
Es kann sich lohnen, zwischendurch wieder etwas Einfacheres anzusehen. Ich kenne das selbst von sprachlich anspruchsvollen japanischen Spielen wie zum Beispiel Chaos Head. Da habe ich so viel nachgeschlagen, dass ich fast den Glauben verloren habe, jemals etwas gelernt zu haben. Doch als ich durch war und wir zu einem einfacheren Werk wechselte, merkte ich, wie viel besser ich das plötzlich verstand. Ein Anime wie Dandadan sah ich plötzlich trotz heftigem Slang fast ohne Nachschlagen durch, während ich zuvor fast alle 20 Sekunden pausieren musste. Als ich dann Chaos Child, den Nachfolger von Chaos Head, spielte, war das zwar immer noch schwer, aber für mich definitiv einfacher als der erste Teil. Variiere auch mit den Inhalten. Romane und Visual Novels sind im Regelfall schwerer, da sie meist mehr einzigartige Wörter und viele Beschreibungen enthalten. Serien sind durch viele kurze Dialoge wiederum meist einfacher zu verstehen. Bei Spielen hast du zwischen den Gesprächen noch Gameplay-Abschnitte, die etwas Entspannung liefern und für sich selbst motivierend sein können. Hier wirst du sozusagen zu regelmäßigen Lerneinheiten gezwungen. Du kommst wegen dem Gameplay, aber um das zu haben, musst du jetzt erstmal etwas in deiner Fremdsprache verstehen. Dein Tagesablauf. Wie kann nun dein Tagesablauf aussehen? Nun, ganz unterschiedlich, je nach Charakter. Und im Laufe der Zeit kann er sich auch ändern. Meiner sieht derzeit etwa so aus. Ich stehe früh am Morgen auf, bereite mich vor und dann gibt es erstmal eine 10 Kilometer Fahrradtour, ehe ich mit meiner Arbeit anfange. Sobald meine Arbeit abgeschlossen ist, habe ich ungefähr 1 bis 2 Stunden, bevor ich schon wieder auf eine 10 Kilometer lange Fahrradtour muss. Und diese 1 bis 2 Stunden sind dann auch schon wirklich sämtliche Zeit, die ich am Tag für mich selbst nutzen kann. In dieser Zeit spiele ich dann gerne etwas, was ich dank meines Steam Decks überall machen kann. Meine Spiele sind mittlerweile aber alle standardmäßig auf Japanisch gestellt. Das war nicht immer so. Zu Beginn scheute ich mich davor, weil ich dachte, dass es dann ja Arbeit wird und ich so nicht entspannen kann. Und außerdem wollte ich ja die Geschichte verstehen. Aber wie soll ich das tun, wenn das alles in einer Fremdsprache ist? Und das war der Fall, bis ich mich irgendwann einfach mal dazu durchrang, hinsetzte und bemerkte, hey, das ist ja eigentlich gar nicht so stressig. Von da an verschwanden andere Sprachen immer mehr aus meinem Alltag und heutzutage denke ich gar nicht mehr darüber nach. Ich spiele ein Spiel aus Japan, das muss auf Japanisch sein. Alles andere fühlt sich einfach nicht richtig an. Derzeit spiele ich wieder viel die Like a Dragon Reihe, aktuell Lost Judgment. Das hat für mich die ideale Mischung aus Gameplay, um zwischendurch zu entspannen, aber auch viele Textpassagen, bei denen ich lesen und verstehen muss. Quasi eine beiläufige Pomodoro-Methode. Ein Wort nachschlagen geht hier dank Yomi Ninja mit dem Klick einer einzigen Taste. Dann bekomme ich nämlich ein Overlay, wo ich bloß noch mit der Maus über ein Wort fahren muss, um die Übersetzung zu sehen. Ich nutze also keine Lernspiele, ich lerne wortwörtlich mit einem Spiel. Und nebenbei ist es sogar ein Sprachtest, weil wenn ich etwas in dem Spiel nicht verstehe, komme ich auch nicht weiter. Das finde ich viel motivierender als stumpfes Punkte hochzählen und Leisten füllen wie in Duolingo. Und wenn ich frustriert werde... Was du vermeiden solltest. Beim Sprachenlernen gibt es einige typische Fallstricke, die deinen Fortschritt ausbremsen oder sogar komplett blockieren können. Ich spreche da aus Erfahrung. Die Grammatikfalle. Der Drang, jede grammatische Struktur sofort und perfekt verstehen zu wollen. Anstatt Sätze intuitiv zu erfassen und das Werk einfach zu genießen, verbringst du Stunden mit Grammatikregeln und verlierst den Spaß am eigentlichen Inhalt. Die Angst, sich Fehler einzuprägen. Viele befürchten, dass sie ohne Anleitung schnell etwas falsch lernen. Aber das ist bei diesem Ablauf quasi unmöglich. Du lernst mit Material, das von Muttersprachlern erschaffen wurde. Und im Fall von Serien und Büchern gingen die Texte ja sogar nochmal durch eine Qualitätssicherung. Du musst nur die Bedeutung der Wörter und Sätze in Erfahrung bringen. Selbst wenn du mal etwas falsch verstehen solltest, stört das nicht. Denn ein einziger falscher Satz ruiniert nichts. Du wirst irgendwann bloß merken, ach, das heißt das eigentlich. Fehlende Struktur. Viele sehnen sich immer nach einer sehr klaren Struktur beim Sprachelernen. Doch das ist ein sehr freier Vorgang. Es gibt kein Wort, das du unbedingt vor einem anderen lernen musst. Jedes Detail verstehen wollen. Wir können mit Sprache sehr viele Details ausdrücken, doch die meisten verändern die Satzbedeutung bloß so geringfügig, dass dir es als Anfänger eigentlich erstmal egal sein kann.
Sprachverständnis beginnt nicht bei 100%. Es beginnt grob und verfeinert sich im Laufe der Zeit. Das Plateau der Mittelmäßigkeit. Nach anfänglich schnellen Erfolgen scheint dein Fortschritt plötzlich zu stagnieren. Viele geben an diesem Punkt auf, anstatt zu erkennen, dass Spracherwerb nicht linear verläuft. Die Methodenhüpferei. Bei jedem Lerntief wechselst du sofort die Methode, anstatt einer Strategie genug Zeit zu geben, Früchte zu tragen. Die Ressourcensammelwut. Du verbringst mehr Zeit damit, neue Lernmaterialien zu finden und zu organisieren, anstatt mit der eigentlichen Sprache in Kontakt zu kommen. Das Resultat davon ist, dass viele Sprachlerner dann doch einen Kurs suchen in der Annahme, dass dort bereits alles durchdacht wurde und dieser vorgefertigte Weg zu Erfolgen führt. Aber die Wahrheit ist, ein Sprachkurs würde dich nicht davor schützen. Moment, denkst du jetzt, die sind doch gerade dazu da, sowas zu verhindern und mich sicher zum Ziel zu führen. Nun, lass mich das erklären. Im Kern gibt es ein großes Problem, die Zeit. Denn entweder besuchst du so einen Kurs für vielleicht 2 bis 4 Stunden die Woche. Alternativ hast du einen Intensivkurs, der jedoch bloß einige Monate geht. Danach ist der Lernzwang wieder weg. Das reicht jedoch nicht, um dir die Sprache anzueignen. Dennoch wiegen sich viele durch den Besuch in Sicherheit und machen im Alltag nichts mehr. Man denkt schnell, immerhin habe ich was gelernt. Eine hinterhältige Motivationsfalle. Viele landen dabei gar in einem ewigen und teuren Teufelskreis, in dem sie immer weiter Kurse besuchen, ihr gewünschtes Ziel aber nie erreichen. Hier der Hinweis: Ein guter Kurs wird dich nicht nur dazu anleiten, seinem Lehrplan zu folgen, sondern dich auch darauf hinweisen und erklären, was du abseits des Kurses noch alles tun musst, um wirklich mit der Sprache voranzukommen. Denn eine Sprache zu erwerben benötigt viel Zeit und Erfahrung mit dieser. Sie isoliert und in ausgewählten Stücken mit Regeln beizubringen, funktioniert einfach nicht. Deswegen führt dabei kein Weg am Selbststudium vorbei und du musst darauf vorbereitet sein. Du wirst auch bei den wenigen in einem Kurs mit Sprachkenntnissen schnell feststellen, dass die im Regelfall zu Hause noch unabhängig auf eine andere Methode lernen, nämlich die, die ich dir hier vorstellte. Das mag jetzt alles sehr negativ klingen, aber es ist wichtig zu wissen, damit du deine Motivation halten kannst. Denn meine eigene wurde seinerzeit gerade durch Sprachkurse zertrümmert. Das spürte ich allerdings erst hinterher. Und leider ist es keine Einzelerfahrung, wie ich immer wieder bemerke, wenn ich reine Kurslerner treffe, weil die können nie in einem natürlichen Kontext mit der Sprache umgehen, die sie lernen. Die beste Methode mag nichts bringen, wenn du dich nicht zu ihr motivieren kannst, aber genauso bringt die beste Motivation nichts, wenn sie dich zur falschen Methode bewegt. Ein Problem, das du jetzt dank dieses Videos lösen kannst. Ich fasse nochmal zusammen. Lerne mit deinen Hobbys und integriere darüber das Sprachlernen in deinen Tagesablauf. Erlaube dir Pausen, erkenne deinen Fortschritt an und nutze die richtigen Tools, um dir das Lernen zu erleichtern. Einen wichtigen Punkt gibt es aber noch. Du weißt jetzt, wie du das Verstehen einer neuen Sprache lernen kannst und dich auch dazu motivierst. Doch was ist mit Sprechen? Nun, das benötigt sowieso erstmal das Verstehen als Grundlage. Und wie du es danach am besten angehst, erfährst du, wenn du auf das Video hier links im Bild klickst. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Und ich bedanke mich hier wie immer fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal.